Phänomen Anastasia. Liebe Zuschauer, wie viele bedeutende Bücher gibt es eigentlich? Können wir unseren Kindern für die Zukunft eine wirkliche gesunde Heimat schaffen? Fragen, auf die Anastasia uns Antworten gibt. Ich grüße Sie recht herzlich zum 4. Teil von Band 7, die Energie des Lebens. Phänomen Anastasia, geehrte Zuschauer, es geht weiter mit Band 7, Teil 4, die Energie des Lebens. Bei mir Herr Konstantin Kirsch. Hallo Herr Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. In diesem Kapitel sprechen wir jetzt über bedeutende Bücher. Was finden wir da für bedeutende Bücher? Ja, es geht darum, dass der Herr Megre als jetzt bekannter Buchautor immer wieder Fragen bekommt, ob er dieses besondere Buch schon gelesen hat oder jenes besondere Buch. Und er spricht dann mit dem Großvater von Anastasia darüber und er sagt, ach, antworte doch einfach, hab nichts Bedeutendes da drin gefunden. Das findet er ein bisschen komisch, weil er hat es noch gar nicht gelesen. Und dann gibt es so ein interessantes Gespräch mit dem Großvater und dem Herrn Megre, wie man denn ein Buch als bedeutend bezeichnen kann oder auch nicht. Und da sagt der Großvater was ganz Interessantes und sagt, es gibt nicht mal 10 bedeutende Bücher auf dieser Welt und ein Kriterium ist dafür wichtig. Und zwar hat das Buch einen Einfluss auf die Lebensweise von vielen Menschen. Das ist das zentrale Kriterium, weil wenn zum Beispiel die Bibel oder der Koran oder andere bedeutende Bücher einen Einfluss auf Millionen oder sogar Milliarden Menschen haben, dann sind es bedeutende Bücher. Einfach ohne Wertung. Es ist einfach eine bedeutende Anzahl an Menschen, die von einem Buch beeinflusst wurden in ihrer Lebensweise. Und wie gesagt, noch nicht mal 10 Bücher, die wirklich bedeutend sind. Und viele Bücher wiederholen das, was in diesen Zentralbüchern geschrieben steht. Und dann gibt es an einer Stelle dann die Formulierung, wo er sagt, ja, eine zentrale Aussage der Bibel ist zum Beispiel, dass Gott angebetet werden soll und seine Gesetze, seine Gebote eingehalten werden sollen. Und ob man dann, ich sag mal, im Stehen anbetet oder im Knien, ist eine Detailfrage. Da kann man dann ganz, ganz viel drüber schreiben, aber eigentlich geht es um diese Kernaussage und diese ganzen, ja, kompakte Anzahl an bedeutenden Büchern, die haben nur 1 oder 2 Kernaussagen und der Rest ist dann vielleicht die Auslegung, die Erklärung. Und dann sagt der Großvater, ja, jetzt vor kurzem ist ein neues bedeutendes Buch wieder erschienen, nach 2000 Jahren mal wieder, wirklich ein ganz bedeutendes Buch, was auch eine bedeutende Anzahl von Menschen in ihrer Lebensweise beeinflussen wird und auch jetzt schon beeinflusst. Und der Herr Megre ganz interessiert, oh, das müsste ich dann vielleicht lesen. Und der Großvater sagt, hast du auch selber geschrieben. Gemeint ist Band 4 von der Serie, das Buch mit dem Titel Schöpfung, wo drin ausgeführt wird, dass Gott sich danach sehnt, nach dem gemeinsamen Schaffen und Freude für alle beim Betrachten des gemeinsam Geschaffenen. Und dieser Gedankengang ist was anderes als Gott anbeten und seine Gesetze befolgen. Und da wird es dem Herrn Megre wohl so richtig auch klar, dass seine Buchreihe ja, was Bewegendes ist. Noch richtig was Bewegendes ist. Auch wenn es jetzt noch nicht so viel sichtbar ist, aber es ist auch so, dass zum Beispiel viele bedeutende Bücher Jahrhunderte gebraucht haben, bis denn eine bedeutende Anzahl an Menschen davon Kenntnis bekommen haben und ihre Lebensweise umgestellt haben. Und bei dieser Buchserie ist es erst wenige Jahre her und es gibt schon Hunderte an Siedlungen oder Siedlungsansätzen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schnelle Entwicklung. Also eine sehr bedeutende Buchreihe auch. Und schon in, glaube ich, 20 Sprachen übersetzt, die Buchreihe. 20 Sprachen weit, ich glaube jetzt aktuell 14 Millionen Stück, die verkauft sind weltweit. Und ist schon mal was. Man kann das ja auch im Internet nachlesen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Bücher, die verkauft worden sind, dass also nicht mehr gelesen sind, sondern man kann das natürlich auch im Internet nachlesen. Ja, und viele verleihen die Bücher auch. Also ich habe auch mit geliehenen Büchern angefangen, bevor ich dann eigene gekauft habe. Ja, warum nicht? Und von daher gibt es durchaus mehr Leser als die Anzahl der verkauften Bücher. Es geht dann weiter
Übungen für die gedankliche Fernübertragung des Körpers, das ist mal etwas, was man erstmal durchschnaufen muss und sagen, hoppla, habe ich mich verlesen. Muss man verstehen, was meint er denn dann? Ja, da geht es um ein Thema, was angeblich für die Menschen früher normal war als Kompetenz. Und zwar, dass wir mit Gedanken reisen können, aber das so intensiv, dass wir sogar den Körper mitnehmen könnten. Also Art Teleportation. Und dann gibt es auch richtig Übungsempfehlungen und da kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich bezweifle auch sehr, dass es von den Menschen, die heutzutage leben, überhaupt nur einige entwickeln können, diese Kompetenz. Hängt ja auch wieder von der Gedankengeschwindigkeit ab. Und von der Ernährung und auch bis hin zur Ernährung von Kleinkindalter. Ist man auf einem Landsitz aufgewachsen, mit der Muttermilch, wo die Mutter auch vom Landsitz gelebt hat. Auch ich, wir alle sind im Prinzip Kinder dieser Zivilisation mit der entsprechenden Degenerierung. Und trotzdem ist so ein Kapitel was Schönes, weil es eine Art Perspektive anbietet, was in mehreren Generationen Menschen möglich sein könnte. So werte ich es für mich. Und es wird dann da als Übung empfohlen, dass man einfach mal in die Entspannung geht und mit den Gedanken dann die Körperwärme zum Beispiel der Finger oder der Zehen beeinflussen kann, dass man dann sowas wie autogenes Training, dass man so durch Denken und Fühlen steuernden Einfluss, bewussten Einfluss auf Körperregulation nehmen kann. Und dann gibt es auch noch weitere Übungen, die sind dann in Kombination mit einer Uhr, dass man Zeit stoppt bei etwas, was man alltäglich macht. Beispielsweise Kartoffelschälen. Dann kann man sich eine Schüssel nehmen, passen zum Beispiel 2 oder 3 Kilo Kartoffeln rein. Man stellt die Uhr und schält sie. Komplett fertig, packt die Schalen an die Seite, schaut auf die Uhr, schreibt auf, wie viele Minuten und Sekunden. Und dann macht man das Gleiche bei geschlossenen Augen und stellt sich nur vor, genau dieselbe Menge zu schälen, mit jeder Handhaltung, jedem und nehmen und die Schalen an die Seite, alle Etappen. Und wenn man dann in der gedanklichen Imagination, in der inneren Vorstellung fertig ist, dann macht man die Augen auf und schaut auf die Uhr. Und wenn man es richtig gemacht hat, ist die genau gleiche Zeitdauer vergangen. Und das kann Monate oder Jahre brauchen, bis man das so weit trainiert hat, dass die Vorstellung so eines Ablaufes genau gleich dauert, wie es in der physischen Realität funktioniert. Und auf diese Art und Weise kann man das trainieren, dass man wirklich an alle Aspekte denkt, an alle Feinmotorik, an alle Geschwindigkeiten und Pausen, die man in der Realität macht. Und das ist wohl zwingend notwendig, wenn man sich vorbereiten will auf sowas wie Teleportation. Grob ist es so beschrieben, dass man mit der eigenen Gedankenkraft sich alle Körperzellen vorstellen sollte. Da habe ich schon gewisse Schwierigkeiten. Ja. Also allein nur alle Organe sich vorzustellen. Um nicht eins zu vergessen. Ich habe kein Medizinstudium gemacht, oder nur alle Knochen sich vorzustellen. Das übersteigt schon meine Kompetenz bei weitem. Und dann aber jede einzelne Körperzelle. Da höre ich im Prinzip auf und sage, ich lese weiter, weil es interessant klingt, aber es ist für mich aktuell nicht vorstellbar, dass ich es mal erreiche. Vielleicht spätere Generationen. Erstmal lese ich und staune. Man sollte sich da vorstellen, alle Körperzellen, alles dann mit der gedanklichen Kraft es quasi auflösen und mit dem Willen und mit dem quasi geistigen Willen, der ja körperlos ist. Der Wille ist ja eine eigene Wesenheit, dass man dann an einer anderen Stelle alles wieder zusammenfügt. Mit der Warnung, wenn man nur eine Kleinigkeit vergisst, dann ist vielleicht ein Organ weg. Man kann dabei sterben, wenn man einen Fehler macht. Es ist also nicht so simpel. Trotzdem finde ich es interessant, dass das Kapitel da drin steht, weil man dann sagt, ja, der Autor hat es ja selber probiert, also er hat das über Monate. Er hat über viele Monate das gemacht, bis er diese Zeitsteuerung wie bei Kartoffelschälen dann hinbekommen hat. Ich glaube, er ist nach Zypern gereist. Aber nicht mit dem Körper, nur mit dem Gedanken. Nur mit dem Gedanken. Und hat dabei auch gemerkt, dass diese Warnungen wichtig sind. Also sein Körper blieb liegen, er hat nur eine Gedankenreise gemacht, er hat sich vorgestellt, er macht eine Reise, er steigt in den Flieger, die Zeitdauer wieder Flieger fliegt und dann hat er genossen am Strand und an der Bar und die Sonne und dann ist er wohl nach 3 Tagen wieder aufgewacht
Und er war 3 Tage nicht auf dem Klo, hat nichts gegessen, nichts getrunken. Also sein Körper hat gelitten, weil er den Körper vergessen hat. Er war nur im Geist unterwegs. Und das ist wirklich gefährlich. Da muss man aufpassen. Pass mal auf, machen wir weiter. Es geht weiter. Im Kapitel 7 gibt den Kindern eine Heimat. Ja, der Herr Meekerer hat 2 Visionen beschrieben, die er gefunden hat. Das ist also keine Erzählung von Anastasia, sondern Geschichten, die er sich vorgestellt hat. Es fängt an mit einem Waisenhaus. Ich meine, es ist in der Ukraine. In Charkow. In Charkow, genau. Das ist im Norden der Ukraine. Und dort in einem Waisenhaus wird einem Kind 1 Hektar zugesprochen. Und zwar gibt es eine Landsitzsiedlung und es ist auch die Empfehlung, jede Landsitzsiedlung mit Hunderten von Hektaren soll 1 oder 2 Hektare an ein Waisenkind gegeben werden. Und in dem Fall hat dann ein Kind mit dem Namen Sonja 1 Hektar zugesprochen gekriegt und dieses Mädchen besucht dann den eigenen Hektar und hat im Prinzip nichts, hat halt nicht mal Eltern und hat auch in diesem Waisenhaus nichts, wirklich keinen Rückzugsraum für sich und jetzt einen ganzen Hektar. Und da ist eine Schnur gespannt. Ja, das Kind verliebt sich quasi in diesem Hektar endlich mal einen eigenen Raum. Da wächst auch eine kleine Birke und will gar nicht mehr dort weg, will dort einfach bleiben. Und der Nachbar nimmt sich dann dem Kind etwas an und das Kind schaut, dass es möglichst häufig da ist, also die gesamten Urlaubszeiten. Und der Nachbar verbirgt sich dann auch, dass es okay ist. Und der Leiter vom Waisenhaus gibt dann diesem Kind auch noch Möglichkeit, was zu lesen, auch über Kräuter und Pflanzen und Gartenbau. Ja, und diese Sonja, die arbeitet sich so richtig rein und später wohnt sie auch auf dem Land, ist dann auch erwachsen geworden und ist dann Stück für Stück entwickelt zu der Heilerin des Dorfes. Es gibt dann noch eine kleine wichtige Zusatzgeschichte, dieses Kind oder Jugendliche lehnt immer alles ab, will nichts annehmen an Geschenken, macht alles selber, lebt im kleinen Zelt. Und eines Tages soll im Dorf, wo viele Häuser gebaut wurden, ein Bauwagen verbrannt werden. Und dann sagt sie, bitte nicht verbrennen, weil da würde ja ein Stück Erde und Tiere darunter leiden, wenn dort ein Feuer ist. Dann würde lange nichts wachsen auf dieser. Genau, und das ist ein Gespräch mit dem Sohn eines Unternehmers. Und die wundern sich alle, dass die Sonja von diesem Eddik, wie er heißt, das Geschenk eines Bauwagens annimmt. Und in dem wohnt sie dann und einige Zeit lang später, viele Jahre später besser gesagt, kommt dann dieser Eddik wieder in das Dorf seiner Kindheit, ist am Studieren. In Amerika, glaube ich. Ja. Ja, und er ist krank, er hat ein Nierenproblem und es soll wohl eine Operation geben. Und dann heißt es, ja, geh doch mal zu unserer ortsansässigen Heilerin. Und er ist dann ganz erstaunt, dass dieses Mädchen gemeint ist, was mittlerweile auch zu einer Schönheit herangewachsen ist. Und plötzlich bekommt er Herzschmerzen, weil er direkt zu dieser Mädchen aus der Kindheit in Liebe hineinfällt gewissermaßen. Und da gibt es sofort am selben Tag schon die Hochzeit, weil diese Sonja auch sagt, sie hat die ganze Zeit auf ihn gewartet. Also sie hat wohl schon etwas früher gespürt, aber einfach gewartet. Und der Vater, der Unternehmer, ist sehr erschrocken, dass dieses neue Brautpärchen nicht bei ihm in seinem schönen, tollen Haus leben will, sondern in dem Garten, wo eigentlich ja nur diese kleine Hütte ist. Und da betrinkt er erst sich mal kräftig und fängt an, diverse Gebäude abzureißen, weil er aus seinem Hektar hat er viele, viele Häuser gebaut. Immer noch mehr Häuser. Also Nebengehöfte und genau, das war so sein Bild, was wertvoll ist. Und sein eigener Sohn entscheidet sich für diesen paradiesischen Garten. Und dann hat er entschieden, er muss wieder einen Teil abreißen, damit auch mehr Platz ist für die Schöpfung. Das ist eine sehr herzberührende Geschichte. Und es wird auch der Vergleich angesprochen, dass andere Waisenkinder quasi nichts haben, die irgendwo einen Job finden müssen, um Essen kaufen zu können, Miete zahlen zu können. Und diese Sonja hatte Land und damit konnte sie etwas aufbauen. Und konnte ihr Bewusstsein stärken. Ja, und eine Unabhängigkeit auch aufbauen. Und auch einen Beitrag für die Gesellschaft. Durch das, dass sie Heilerin, also Kräuterfrau ist. Also genau, und konnte auch dann Kräuter trocknen und dadurch richtig produktiv sein.
Es geht weiter mit der nächsten Geschichte, der Strafvollzug der Zukunft, was ja auch in diese Richtung schlägt. Ja, aber es ist ein ganz anderer Ansatz. Jetzt quasi das erste Mal ist diese auch Liebesgeschichte von diesen Kindern, die erwachsen geworden sind, und jetzt Straffällige. Da geht es um einen Gefängniswärter, der eine große Anzahl von Kriminellen zu bewachen hat. Und er hat eine grüne Mappe bekommen, wo von Insassen ihm vorgeschlagen wird, das Gefängnis sollte erweitert werden um, ich glaube, 100 Hektar. Schlussendlich sollte es noch größer werden. Und jeder einzelne Gefängnisinsasse will 1 Hektar haben und bitte aus noch mit dem Stacheldraht, mit Wachtürmen und eine Einzelzelle auf dem Hektar. Es ist nämlich so, diese Kriminellen, die hatten in dem Knast Zeit zum Lesen. Die haben diese Anastasia-Bücher gelesen, studiert und diskutiert und durchdrungen, richtig inhaliert. Und die besondere Passage dabei ist, als es ein Gespräch zwischen dem einen Inhaftierten gibt, der die Mappe überreicht hatte, und dem Gefängniswärter, dass der gefragt wird, wieso berühren dich diese Bücher so sehr? Was ist denn an dieser Vision so? Und dann erklärt er so präzise, der Kriminelle hat im Prinzip keine Perspektive im Leben mehr. Er ist jetzt im Knast, im Prinzip ist er tot, obwohl er noch lebt, weil er kann nicht zurück in die Gesellschaft, er kriegt keinen Arbeitsplatz mehr, die Beziehungen sind kaputt, Familie verstößt ihn vielleicht auch. Mhm. Und über diese Bücher haben diese Inhaftierten wieder eine Perspektive gefunden, sogar die Ewigkeit. Wir können wieder einen Teil des Planeten schön machen und dann auch über Reinkarnation das Leben wieder weitergeben. Und darüber sind sie glücklich und so berührt, begeistert, dass sie sich wirklich in die Bücher intensiv reingearbeitet haben. Und es dauert dann noch, da gibt es noch den Juristen von dem Gefängnis dazu, und es wird immer geprüft, ist das nur ein Trick, um auszubrechen. Es wird dann auch gebaut, diese Erweiterung, und die Zäune werden dann schlussendlich zum Schutz begrünt. Sie werden begrünt und sie schützen dann diese Menschen vor den Neidern, die von außen gerne dort auch so schön leben wollten. Und vor den Ehefrauen, also von den Ehefrauen auch, einbrechen. Genau, die Ehefrauen wollten gerne da auch mitwohnen auf diesem schönen Hektar, aber das ist nicht erlaubt, und von daher, es gibt einen Punkt, der noch nicht sofort genehmigt werden konnte, dass nach dem Absitzen der Haftstrafe oder nach dem Abgärtnern, müsste man schon fast sagen, sie ihren Hektar behalten wollen. Und dann soll der Zaun abgebaut werden und woanders kann ein neues Gefängnis gemacht werden, weil das wäre wohl auch die beste Integration dieser Straffälligen wieder in die Gesellschaft, wenn sie ihre Perspektive mit ihrem Landsitz haben. Dann sind sie friedliche Gärtner und sogar produktiv. Und das berührt auch diesen Gefängniswärter so sehr, weil genau genommen hat er für sich erkannt, er ist Ausbilder von Schwerstkriminellen, weil im Knast, wenn die keine Perspektive sehen, sich untereinander die Tipps geben, wie man dieses oder jenes Verbrechen machen könnte. Und das ist ja genau das Gegenteil, was er eigentlich will. Er will ja eigentlich als Gefängniswärter sozialisieren, ja. Ich sag mal, als Gefängniswärter will er das Volk schützen vor den Gefährlichen und schauen, was er tun kann, sie zu resozialisieren. Aber genau das Gegenteil passiert. Und das ist für ihn dann der Schmerz. Was ist sein Beitrag für die Gesellschaft bisher gewesen? Und bevor er dann in Pensionierung geht oder bevor er stirbt, was ist sein Resümee seines Lebens? Und deswegen berührt ihn diese Vision, dass er sagt, Mensch, das wäre doch eine Probe wert, und es wird ja auch gemacht. Mhm. In der Vision vom Herrn Mekre. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon in Russland sowas geschieht. Es wäre allerdings sicherlich ein Experiment wert. Nicht nur ein Experiment, ist ja auch eine lohnende Sache für das Gefängnis, denn der Gefängnisdirektor hatte ja die Auflage zu erweitern. Und er war ja vor der Frage, wie soll ich erweitern? Und hier, das kostet ja. Er hat einen Zeitplan, den er bei normalem Bauen mit den ganzen Bewilligungen für die Gelder schlecht eingehalten hätte, und so einen kleinen Wohncontainer auf jedem Hektar gestellt und einmal einen großen Zaun. Es hat sich gerechnet, und die Insassen haben fleißig mitgebaut, das alles überhaupt entstehen zu lassen, weil sie es auch selber wollten. Und dadurch war das ökonomisch sehr wertvoll. Und die Gefängnisinsassen müssen ja was zu essen bekommen. Das heißt, das Gefängnis braucht dauernd Zuschüsse für den Essenseinkauf. Und in dem Fall
waren die sogar von der Ernährung überproduktiv. Das heißt, sie haben einerseits Essen angebaut für das Gefängnis und auch für Familie. Und die Überschüsse. Und die Überschüsse konnten auch verkauft werden. Es war also richtig ein Produktivzweig in dem Gefängnis. Es geht weiter, ein Gesetz für die vom Volk gewählten Abgeordneten. Was kann man da kurz dazu sagen? Ja, da geht es darum, der Großvater spricht dann dazu mit dem Herrn Mekre über die Abgeordneten, in Russland heißt es Duma. Und der Herr Mekre verwundert sich so, dass der Großvater behauptet zu wissen, was die Abgeordneten denken, was sie für Gesetze entscheiden. Und da gibt es ein längeres Gespräch und genau genommen erklärt der Großvater dem Herrn Mekre auch, dass man sich das einfach denken kann. Beispielsweise an dem Punkt, naja, jeder Abgeordnete denkt an seine Wiederwahl. Und von daher wird er auch seine politischen Entscheidungen so machen, dass er hoffentlich wiedergewählt werden dürfte. Und da sagt der Großvater, siehst du, du verstehst, wie man so etwas herleiten kann. Und schlussendlich erklärt dann über diverse gedankliche Etappen der Großvater ganz genau, dass die Abgeordneten gar nichts Brauchbares an Gesetzen produzieren können. Sie sind gefangen in einer Abhängigkeit von Intrigen, von Machtinteressen, von Institutionen, von Industrie, von Wahlperioden, Fachleuten, von Wahlperioden, von Werbemanagern, von allem Möglichen, von Zwängen des Geldwesens, alle möglichen Sachen gibt es dort, von Entscheidungen von früher. Und Hetzen von einem Termin zum anderen ist ja auch entscheidend. Ist auch das Thema, wenn keine Zeit mehr ist zum Nachdenken, dann kann im Prinzip nichts Brauchbares rauskommen. Ich sage es mal in meinen Worten, das ist dann im Bewusstsein wie eine Art Treibholz. Es wird einfach von den Wellen der Ereignisse hin und her geschleudert, aber es ist keine klare Linie, weil man dazu eine innere Ruhe und eine Ausrichtung braucht. Und deswegen auch die Empfehlung, Abgeordnete sollten auf dem Landsitz leben. Und das ist eine ganz klare, interessante Empfehlung. Es sollte ein Gesetz gemacht werden. Das ist also die Empfehlung vom Großvater, damit sich wirklich die Zustände bessern. Dass jeder Abgeordnete Anrecht hat auf, was waren es, 100 Hektar, ja. 160, glaube ich, sogar Hektar, für eine eigene Siedlung, wo allerdings kein anderer Abgeordneter drin leben darf. Wenn er eine Großfamilie hat, könnten noch andere Hektare für seine erweiterten Familienmitglieder sein und insgesamt eine Art Querschnitt der Bevölkerung, dass verschiedene Berufe, verschiedene Tätigkeiten dort als Nachbarn um ihn herum leben und auch, wie schon angesprochen, 1 oder 2 Hektare für Waisenkinder. Und er soll nur wenige Tage die Woche Regierungsgeschäfte machen und die andere Zeit in seinem Dorf leben, in der Siedlung, auf seinem Hektar. Dann hat er einerseits gesunde Ernährung zur Verfügung vom Garten und von den Nachbarn und hat auch Ruhe, um in der Natur zu sein, um klar denken zu können, weil er muss klar und gut denken können, damit er weise Entscheidungen treffen kann. Und er hat einen direkten Bezug zum Volk, zu den verschiedensten Berufen und Altersklassen. Er kriegt quasi auf Rückmeldung, Rückkopplung, direkt von wegen, das war gut, das war schlecht, wir wünschen uns dieses oder jenes. Und dadurch hat er diese direkte Volksnähe, um wirklich im Sinne der Menschen Entscheidungen zu treffen. Und es sind, glaube ich, um die 360 Abgeordneten in der russischen Duma. Und wenn für jeden so eine Siedlung wäre, dann wären es schon mal 360 Siedlungen. Das ist als Empfehlung vom Großvater beschrieben. Ich weiß nicht, ob das schon so weit in Russland ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Abgeordneten schon die Bücher gelesen haben. Und Einzelne sicherlich auch überlegen, das wäre doch lebenswert. Entsprechendes zu machen. Ja. Wir sind am Ende vom Band 7. Haben Sie noch ein Zitat für uns? Ja, und zwar auch passend zu den Abgeordneten. Abgeordnete, die den Aufbau von eigenen Familienlandsitzen ablehnen, sollten vom Volk nicht mehr wiedergewählt werden. Obwohl diese Menschen die Staatsbürgerschaft besitzen und gewählt worden waren, sind sie in Wirklichkeit Ausländer. Sie hängen nicht an ihrer Heimat. Und egal, wie gut ihre Darstellung in der Öffentlichkeit aussehen mag, in ihrem Beruf werden sie keine guten Taten für ihr Volk mehr vollbringen. Herr Kirsch, ich bedanke mich. Es war sehr schön, mit Ihnen den Band 7 durchzuarbeiten. Liebe Zuschauer, wir sehen uns wie immer gleich nochmal. Geehrte Zuschauer,
Phänomen Anastasia, das war der 4. und abschließende Teil von Band 7, die Energie des Lebens. Die erfolgreiche Anastasia-Serie findet in Kürze ihre Fortsetzung mit Band 8, Neue Zivilisation. Auf Wiedersehen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.